Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Heute bei uns von Black Trident das Trauma Burrito. Wir sind immer noch oder mal wieder in Österreich beim Wolfgang von Black Trident in den Black Trident Studios. Grüß dich, Wolfgang. Hi, Martin. Vielen Dank, dass du uns hier empfängst und mit uns ein paar Videos machst. Wir haben ja schon ein paar veröffentlicht. Die findet ihr am Ende dieses Videos angehängt. Es geht alles rund um das Thema Plattenträger oder Belt-Setup, sprich Magazintaschen und den Range Belt, die haben wir schon vorgestellt, findet ihr hier am Ende dieses Videos, wie gesagt, eingeblendet. Und natürlich gehört unserer Meinung nach, da könnt ihr auch gerne gleich schon mal jetzt in die Kommentare schreiben, ob ihr der Meinung seid, ob ein IFAK an den Gürtel gehört oder woanders hin. Ich kenne da jemand, der trägt das immer nur im Oberschenkel, in der Oberschenkeltasche, aber ich bin auch ein großer Freund von IFAK am Gürtel und da habt ihr das Trauma Burrito entwickelt. Das ist euer zweites IFAK, richtig? Richtig, genau, voll. Viele von euch kennen vielleicht das TFC-Kit. Das ist sozusagen das Vorgängermodell zu unserem Trauma Burrito. Es sind alle Features, die es im TFC-Kit gab, auch übernommen beim Trauma Burrito. Und es ist sozusagen die Weiterentwicklung mit noch mehr Montagen, noch mehr Möglichkeiten, die dort umgesetzt ist. Okay. Voll. Und ja, ich würde sagen, wir schauen uns mal im Detail an. Ne? Also generell so zum Trauma Burrito, was wichtig ist zu wissen. Hier habe ich ihn jetzt einmal am Range Belt montiert mit der Range Belt Montage. Es ist insgesamt ein System, was wie bei vielen anderen Herstellern auch aus zwei verschiedenen Teilen besteht. Ich habe auf der einen Seite den Innenteil und ich habe verschiedene Außenhüllen. Insgesamt gibt es aktuell 4 verschiedene Außenhüllen. Und bevor wir uns die aber im Detail anschauen, würde ich sagen, schauen wir uns einmal den Innenteil an. Da würde ich noch kurz eingrätschen. Und zwar, Innenteil ist jetzt in dem Sinne eigentlich gar nicht richtig, ne? Weil es ist ja immer exponiert, was wir tatsächlich sehr gut finden. Ne? Man hat ja oft das Problem, du hast ein IFAK, wo du was reinschiebst und musst es aber irgendwie da rausbekommen. Ja? Und hier ist es so, das ist quasi schon draußen und wird nur noch gehalten, richtig? Richtig, genau, voll. Ja. Darauf gehe ich noch auch gleich ein bei den Montagen. Weil da gibt es auch immer eine Frage, die immer kommt, die beantworten wir dann zum Thema, warum Schnalle? Ja. Cool, ja. Also so, wenn man sich jetzt den Trauma Burrito, den Innenteil von außen anschaut, dann habe ich Klettfläche auf der Rückseite, also auf der Vorderseite. Klettfläche auf der Rückseite Hakenklett, das heißt, du kannst das Ganze auch mit anderen Produkten, wo zum Beispiel Klett in Rucksäcken oder ähnliches verwenden und hineingeben. Und Burrito deshalb, weil er eingerollt wird. Ich zeige das gleich am besten hier mit dem vollen Burrito. Hier kann ich das Ganze eben öffnen und was man jetzt als allererstes sieht, ist hier oben ein Fach, wo ich eben Patientenkarte drinnen haben kann. Hier habe ich auch den sogenannten Patient's Lanyard, das kennen viele auch schon vom TFC-Kit. Das ist nämlich dafür gedacht, dass ich zum Beispiel entweder das Ganze irgendwo aufhängen kann, wenn ich im morastigen Gebiet oder wo auch immer bin, oder eben das Ganze am Ende dem Patienten auch mitgeben kann in dieser Art. Dann, wer genau schaut, der sieht hier schon, hier gibt es einmal CA-BCDE. Natürlich gibt es auch das Ganze für das March-Protokoll. Grund, warum ist das da drinnen? Natürlich sind das Dinge, die viele, die es gerade täglich machen, auswendig wissen. Aber in Stresssituationen und Co. kann es durchaus dazu kommen, dass man die einfachsten Dinge vergisst und sich fragt, hey, wo fange ich jetzt an? Weil man von der Situation überfordert ist und Co. Und hier habe ich nochmal genau das Schema, was ich abarbeiten kann, je nachdem, wie ich es trainiert habe. Oder du musst einen Helfer schicken, der das eben nicht beherrscht. Ja. Richtig, genau, voll. Das ist auch noch ein wichtiges Thema, mit Leuten zusammenarbeiten, die vielleicht nicht so, sage ich mal, in dem Thema drinnen sind wie du. Gerade das wird ja bei vielen IFAKs, die jetzt auch gerade für den Gürtel gedacht sind, also eher vom Maß her kompakt sind, wird das ja komplett ignoriert. Also Patientenkarten und so Sachen findet man da schon mal gar nicht. Ja? Also schon mal ein Pluspunkt. Voll, ja. Hier oben habe ich dann auch die Möglichkeit, also ich kann hier auch noch einen Stift zum Beispiel hineingeben oder einen anderen tubularen Gegenstand, um zum Beispiel auch Markierungen und Co. machen zu können. Ja, dann hier schon der, sage ich mal, markanteste Teil. Hier habe ich nämlich die sogenannte Dust Flap. Die ist eben auch mit einer roten Lasche markiert. Und ich öffne das Ganze jetzt einmal. Und hier drinnen habe ich jetzt meine Medizinprodukte angeordnet. Generell, wenn man so einen Innenteil bekommt, dann schaut der folgendermaßen aus. Hier habe ich an der Innenseite sozusagen dieses Muster, ein Loch-Pattern, wo du eben das Ganze so organisieren kannst, wie du das möchtest. Es ist alles mitgeliefert an eben sozusagen Cords und auch Kordel-Stoppern. Und eines der wichtigsten Features, die es eben beim Trauma Burrito gibt und auch schon im TFC-Kit gab, das war beim Thema Chest Seal. Weil Chest Seals, die werden oft in der Praxis
minimalst kleinst auf Volumen gefalten. Und das Problem bei Chesties ist aber, dass die eben einen sehr, sehr guten gelartigen Klebstoff haben. Und hier ist genau das Ding, ich sage das immer so, das ist wie wenn ich irgendeine Alufolie nehme und falte die klein zusammen und dann versuche ich sie gerade aufzulegen, dass dieser Klebstoff eben an Effektivität verliert. Und gerade beim Chest-Seal natürlich ein wichtiges Thema. Und deshalb ist bei unserem Trauma-Burrito IFAK hier hinten eine Lasche, die von oben bis unten geht, wo ich das Chest-Seal hinter den Medizinmaterialien, die ja vorne angebracht sind, verstauen kann. Und da das Ganze ja ein Burrito ist, gerollt wird, gibt es hier keine Knicks oder sonst etwas. Und es ist auch relativ groß gerollt, ne? Richtig, genau, voll. Es ist sehr groß gerollt und ich habe dadurch eben ein wirklich sehr kompaktes, aber mit allen Materialien, die ich brauche, gefülltes IFAK. Da sollten wir vielleicht nochmal drauf eingehen. Man findet ja heute wirklich sehr viele IFAKs. Wir haben auch schon viele auf dem Kanal vorgestellt, die wirklich minimalistisch sind. Die haben auch ihre Daseinsberechtigung, absolut, ja. Die sind für Einsatzkräfte, die einfach nur kurzzeitig lebenserhaltende Maßnahmen einleiten müssen, bis der Medic kommt und dann übernimmt, ja. Aber sind halt keine, womit ich auch mal eine Versorgung durchführen kann, die vielleicht langfristiger gedacht ist. Ja? Richtig, ja. Stichwort hier bei euch auch Österreich, Anschlag, ja, in der Wiener Innenstadt. Ja? Oh, ja. Damit wäre ich auch in der Lage, ohne ein Maskal-Pack oder irgendwas am Mann alles zu führen, um die Versorgung so weit herzustellen, dass der Patient safe ist. Ja? Weil da können da keine Rettungskräfte nachkommen, wegen Gefahrenlage. Ja? Voll, ja. Oder auch jeder militärische Einsatz, der irgendwo nirgendwo stattfindet, wo es kein Krankenhaus oder Möglichkeit zur Evakuierung in der Nähe gibt. Ja. Und man sieht es ja auch hier wirklich auch große Bandagen und so Sachen passen hier problemlos rein. Voll, ja. Genau, ja. Und so zum Verschluss, also das Ganze, wenn ich es wieder schließe, habe ich eben die Dustflap, die drüber geht. Und hier wird das Ganze dann sozusagen wieder auch eingerollt. Und ich habe wieder meinen Burrito, den ich mitnehmen kann. Aber jetzt das Spannende, ich habe ja jetzt den Innenteil, den du auch ganz normal in jeden Rucksack hineingeben kannst. Aber ganz wichtig bei IFAKs ist eben gerade die Vielseitigkeit der Montage. Wer sich ans TFC-Kit erinnert, der weiß, das war eben genau für diesen militärischen Einsatz gedacht, wo ich eben den Innenteil habe, der nicht oft raus und reingegeben wird. Jetzt gibt es aber eben sehr viele Polizisten und eben auch Rettungspersonal, die eben unsere Produkte adaptieren. Und hier haben wir oft das Thema Aussteigen ins Fahrzeug, Einsteigen ins Fahrzeug, unterschiedliche Missionen. Ich muss Covert gehen, ich kann alles tragen, ich brauche so einen Rangebelt, ich brauche so einen Plattenträger, ich will mir nicht 4 oder 5 Mal das ganze Teil bepacken. Und genau hier ist eben gerade beim Trauma Burrito das Thema Montage. Insgesamt gibt es aktuell 4 verschiedene Montagen und ich habe jetzt hier mal meine Lieblingsmount. Ich nehme es immer die Berlin Mount, weil es die Bauchtasche ist. Hier Warum denn Berlin Mount, Wolfgang? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Das ist irgendwie so klassisch für Wort. Ja, voll. Und hier habe ich eben den Flauschklett, wo ich dann eben das Ganze einsetzen kann. Das heißt, ich habe auch mit Hinblick auf die Positionierung schon eine vorgegebene Stelle. Kannst du jetzt hier sozusagen verschließen. Jetzt ist von vielen immer die Frage, hey, warum habt ihr da eine Schnalle gemacht und keinen Klett? Ja. Super berechtigte Frage und ich erzähle es euch. Weil natürlich hätten wir auch Klett machen können, das wäre insgesamt einen Ticken flacher gewesen. Aber das Problem ist, bei Klett, der verliert halt mit der Zeit seine Festigkeit und Co. Und so eine Schnalle, wenn du die dir kaufst, die kostet 1,20 €, die kannst du austauschen, wenn sie dir bricht oder was auch immer. Super einfach möglich. Und genau deshalb eben diese Schnalle. Und ich habe halt das Ding, ich kann es wirklich oft, also die Schnalle, die braucht sehr, 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 sehr lange. Das sind ITW Nexus Schnallen, bis die überhaupt nachgibt. Und wie gesagt, super günstig im Ersetzen. Und ich denke auch tatsächlich ein bisschen einfacher auch zu bedienen unter Stress als jetzt eine Klettlasche eventuell. Ja? Ich meine, es hängt auch an, wenn ich jetzt hier noch ein Lanyard habe, dann geht es bestimmt einfacher mit Klett, aber ich hatte noch nie Probleme, eine Faststick-Schnalle unter Stress aufzukriegen. Voll, ja. Das nächste, was ich hier habe an der Oberseite, hier habe ich eben auch noch verschiedene Montagepunkte. Hier gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, ich kann auf der einen Seite eine Schere oben hineinstecken, ich kann einen Tourniquet noch oben drauf anbringen und das zieht sich eben über alle Montagen, die es eben für das gibt. Generell hier habe ich jetzt, wie gesagt, die Bauchtasche, also die Fanny Pack. Es gibt dann hier noch die Molle Mount, wo ich das Ganze immer Molle-Plattformen anbringen kann, zum Beispiel mit Medis Clips oder Molle Locks. Dann gibt es hier die Rangebelt Mount. Bei der Rangebelt Mount auch noch darauf hinzuweisen, hier ist auf beiden Seiten Klett, dass eben das Ganze auch an Ort und Stelle bleibt und nicht verrutscht. Das vergessen auch viele. Ja, ist so. Und hier habe ich eben noch den Kangaroo Pouch, wo ich das Ganze eben am Plattenträger unten hinein kletten kann.
Ja, und das ist eigentlich das Coole daran. Das heißt, ich habe wirklich einen Insert, den ich sehr vielseitig verwenden kann. Ich kann das Ganze in meinen Rucksack zum Wandern nehmen, ich kann das Daily dabei haben, ich kann, wenn ich es am Rangebelt brauche, auf den Rangebelt draufgeben. Wie ihr wollt, das ist eben genau das Ding, was eben dieses iFlex so vielseitig macht. Ja, und wie du schon schön gesagt hast, man kann ja die Produkte einzeln erwerben. Das heißt, ich kaufe mir einmal das und nehme dann, kann ja auch dreimal zum Beispiel jetzt eine Molle Mount nehmen und das auf 3 verschiedene Plattformen bauen. Richtig. Und bin dann halt sehr, sehr schnell. Was mir besonders gut gefällt, ist, dass du es auch einfach in den Rucksack reindonnern kannst. Wir haben ja so viele Rucksäcke, die inzwischen mit LED ausgestattet sind für die Innenorganisation. Und dann brauchst du da nicht nochmal ein extra Erste-Hilfe-Kit. Und durch die Größe kannst du da auch tatsächlich echt was reinpacken. Richtig. Sehr cool, ja. Voll. Ja. Und das ist eigentlich alles, was man so zum Trauma Burrito iFlex sagen kann. Also, wie gesagt, wichtig nochmal das Thema Chest-Ziel. So drin verstaut, dass es nicht geknickt wird. Super kompakt, vielseitig. Du kannst mit unterschiedlichen Montagen verwenden. Und dieses Ding rettet Leben im besten Fall. Ja, so sieht's aus. Ihr verwendet hier Mil-Spec-Material. Ich habe bei dem Stretch-Material schon dicke Augen gekriegt. Ja. Das ist genau das, was auch Cryo Precision verwendet. Also auch ganz hochwertige Verarbeitung. Da habt ihr euch echt Mühe gegeben, muss ich sagen. Preis absolut gerechtfertigt. Verarbeitung und Fertigung hier in Österreich. Richtig. Vom kleinsten bis zum größten Teil. Das ist etwas, was viele Leute auch bei uns gar nicht wissen. Also sozusagen alles, was wir machen, vom Slingkeeper am Gewehr, der ein kleines Teil ist, bis zum Rucksack, der Golden Hour Bag, wir machen alles lokal da. Und das ist eben auch das Besondere bei unserem Unternehmen, weil wir uns halt zur unternehmerischen Mission auch gesetzt haben, eben lokal Produktion und Innovation eben zu fördern. Ja. Und wie gesagt, mit jedem Kauf, den man bei uns macht, fördert man eben die Maschine Black Trident, um euch mehr Produkte, noch bessere Produkte und mehr Innovation zu bringen. Sehr cool. Wenn ihr mehr über Black Trident noch erfahren wollt, dann könnt ihr auch gerne mal in unseren Podcast schauen. Zum Zeitpunkt dieses Videos ist es wahrscheinlich noch nicht veröffentlicht, wird dann aber bald veröffentlicht. Und da könnt ihr dann noch mal ein paar Hintergründe erfahren, wie es auch mit dem Kydex losging. Und ich denke auch ein paar ganz coole Geschichten, die der Wolfgang dazu erzählen hat. Da bin ich völlig überzeugt von. Lohnt sich auf jeden Fall. Findet ihr auf den üblichen Podcast-Kanälen und natürlich auch hier auf YouTube. Wenn ihr Interesse an den Produkten von Black Trident habt, die findet ihr im Netz bei Black Trident direkt. Hier unten ist der Link eingeblendet. Könnt ihr auch dort direkt kaufen, denn Black Trident schickt natürlich auch nach Deutschland. Ja, ansonsten freuen wir uns natürlich gerne über das Feedback über das Trauma Burrito. Ich denke, ihr habt das auch schon bei einigen Einheiten im Einsatz, um da Feedback zu sammeln. Ich denke, bisher ist es ganz gut. Mein erster Einwand oder Kritikpunkt war, oh, da kommt ja hier der Dreck rein, aber tatsächlich durch die Überlappung hier geht er genau nur hier rein und da bleibt er da und geht nicht weiter. Von daher alles richtig gemacht, gefällt uns gut. Und jetzt müssen wir irgendwo wieder Geld ausgeben. Wie das halt so ist, ne? Shut up and take my money. Ja, schreibt uns gerne in die Kommentare und natürlich wie immer an dieser Stelle liken, Abo, Glocke klicken. Wir sind raus. Bis dann. Macht's gut. Bye, bye. Ciao.